um 12 Uhr und am Nachmittag um 5 Uhr. Dann wie gesagt jetzt Kundgebungen der Gewerkschaften und dann anschließend Party. Der St. Marienplatz, the Carillon starts now. It's 3 times daily, 11, 12 and 5 p.m. Then I've told you rallies of the unions, so they start now as well, so for the next perhaps 2 hours, and then the afternoon music and more party. Aqui era uma área comercial, onde era a Rota do Sal. Unser Stop kommt da vorne rechts und gehen Sie geradeaus vor zum Marienplatz. Hinter dem Frauenturm liegt der Marienplatz. Coming up on the right, that's our stop, and from our stop you go straight ahead to Marienplatz, behind the great building, the tower Marienplatz. So that's stop number 5, guests who want to get off here, come down. Und Gäste, die aussteigen möchten, bitte nach unten zu kommen. Der Vermieter. Was wir morgen machen. Na Marienplatz. Ja, steigen ein bisschen da aus. Also ein, zwei Sachen, wenn wir uns interessieren. Und Kaffee. Ja. So, incoming guests, welcome. Gäste, die nicht verstehen, herzlich willkommen. Also der Graubau vor uns ist das alte Rathaus, wird für Empfänge genutzt. Wir werden gleich links abbiegen und dann kommen zu Marienplatz. Sehen Sie im Hintergrund wieder die Türme der Frauenkirche und der neogotische Bau. In the background, the towers of the Church of Our Lady, neo-Gothic building. Tivemos aqui de junto. Ah, não. Foi. Dann hier die Stände, das ist der A Viktualienmarkt. Virtual Geschlossen, wenn Sie noch da sind, spazieren Sie drüber. Para comer, é local de comida. Lebensmittel. Tá fechado. E On the left-hand cervejas. side, the stalls, our lovely, Hello. lively food market, Victualienmarkt. If you are still here in Munich tomorrow, you should Jardim de stroll cerveja around. em 1000 lugares, é lá na In the middle praça. of the food market, a maypole, in the area the maypoles are white, blue, other colors of the area. Allerdings auch ein Maibaum, weiß-blau sind die Reihen. Tudo fechado. Es ist quasi nicht nur am ersten Mal die bleiben stehen, bis irgendwie so auffällig werden. Das wird kontrolliert von der Feuerwehr. Also 3 und 5 Jahre alt. Ja. Dann, wenn Sie die nächste Straße nach rechts schauen, sehen Sie die Peterskirche. Da können Sie im Turm hochgehen. Allerdings gehen ja kein Lift, 300 Stufen, hat einen schönen Blick über die Altstadt. Bei klarem Wetter sieht man auch die Alpen. Next coming street on the right, the church St. Peter. And you can go to the top of the tower, but the tower is no elevator, 300 steps, but it puts you around the historic A igreja town. mais antiga de Munique. It's not hazy in the distance, you can see the Munique chamam de o velho. Dann dieses Stadtmuseum ist für die Stadtgeschichte interessiert. On the left hand side, the Municipal Museum, if you are interested in Munich's history. Und am nächsten Platz links, da kommt so ein Bau mit goldenem Netz, ist die Münchner Synagoge, das jüdische Gemeindezentrum. As on the left hand side, the building with golden net, it's Munich Synagogue, Jewish Center with Jewish Museum, kosher restaurant. Kommen wir zum Sendlinger. A Noite dos Cristais foi em 1938. Übrigens, dieses Stadtmuseum hat heute auch geöffnet. Typisch München, da eine sehr gute Ausstellung. The Municipal Museum is open to very good exhibition there, typically Munich. So, und die Altstadt, die verlassen wir jetzt wieder. Kommen zum nächsten Stadttor, ist dann nach der Ampel rechts das Sendlinger Tor. Und hinterm Sendlinger Tor, in der Sendlinger Straße, auch eine nette Geschäftsstraße, finden Sie die Asamkirche. Die sehen wir von hier nicht. Das ist ein Juwel im Spätbarock. Asam war der Künstler dieser Kirche. Was wir sehen, ist rechts Sendlinger Tor. We are leaving Old City Center. Und da noch. Asam Church is a masterpiece of late Da Baroque. dazwischen ist das Seifert. Und Church, but Bandeira do Brasil ali. O consulado do Brasil. Das ist eine ganz kleine Kirche, diese Asamkirche.
Kirche, wenn Sie reingehen, ist ja, Consulado do überwältigt von lauter Brasil, Dekoration, eben typisch com a war. bandeira. Und wir kommen jetzt noch zum Paris-Tour in Kürze, zum Paris-Platz. In München wird der Square named after him because it was a Opium Stadt. So that's stop number 6, and guests who want to get off here, come down. Und Gäste, die hier aussteigen möchten, bitte ich nach unten zu. A praça Kaufstraße. Ah, Kaufplatz. Ali onde tinha aquela fonte que disse que estava vazia. Aber sind die auch mehr in der Ortschaft, die ein bisschen aufgepasst werden? Kaufplatz. Jetzt kommen wir echt nochmal zum Hauptbahnhof. Dann kommen wir jetzt hier so nach vorne. Ah, aquela pra... É, Nee, man ist erst auf rechts. outra porta de entrada da cidade. So, wir biegen jetzt aber links ab. Der große Palast da von rechts ist der Justizpalast und der ist beim Hauptbahnhof. Da waren wir uns Aí auf o der Palácio da Höhe des Justiça. Justizpalast. Justizministerium da oben untergebracht. The huge building in front of us on the right, Palace of Justice, Law Court, which is still in use. At main train station, we are coming back to our starting and our transfer point, main train station. E aqui foi a primeira casa. Also wir kommen jetzt zum Hauptbahnhof zurück. Zum Organisatorisch. Mit diesem Bus endet diese Innenstadttour, Stop 1 bis 6. Wer Nem das macht, farmácia fica aberta. muss ich bitten auszusteigen bzw. umzusteigen, wenn Sie so Passeando. begonnen haben. Dieser Bus fährt weiter zu den Stop 7 bis 10. Für diesen Bus brauchen Sie die Tickets, wo 1 bis 10 draufsteht. Yes, we are coming back to our transfer point, main train station. With this bus, the inner circle ends, Stop 1 to 6. To continue, if you started in between, you change the bus for the inner circle. That's the very first blue double-decker, the inner circle. This bus does stop 7 to 10. In Paris, we are dropping in the Olympic grounds in Schwabing. We continue the tour in 10 minutes, 20 past. And schon auch eine Stadt des Bieres. Haben Sie es denn schon probiert, das Münchner Bier? Hoffentlich Münchner. 6 Brauereien haben wir. Dazu gehört Hofbräu, habe ich das Hofbräuhaus gezeigt. Löwenbräu. Kommen wir gleich dran vorbei. Zeige Ihnen die Bierhalle, das Restaurant, der Biergarten, Sudhaus. There's Löwenbräu. In a few moments we are passing by Löwenbräu. I can show you the beer hall, the restaurants, and horse chestnut trees. They have big leaves. They spend a lot of shade. It was important to keep the cellars cool. Until the end of the 19th century, the icing machine was invented. Und an der Ampel links, da ist das Sudhaus von Löwenbräu, da sehen Sie gleich die Kupferkessel. Next coming street on the left, the brew house of Löwenbräu. You can see the copper kettles on the left. Dann ist hier rechts das Oberlandesgericht, da findet der NSU-Prozess statt. Ja, wir sind jetzt auf der Nymphenburg, ganz konkreten Anlass, wieso Schloss Nymphenburg gebaut wurde, erzähle ich Ihnen kurz. Ein bayerischer Kurfürst hat eine italienische Prinzessin geheiratet, die Adelaide aus Savoyen. Kam aus Turin nach München, war noch ganz jung, der war erst 15, als sie verheiratet wurde. Und man weiß, in der Anfangszeit war sie hier ganz unglücklich, so jung 15. Die hat ihre Familie vermisst, ihr schönes Italien wird sie vermisst haben. Der Vater war überglücklich über diese Geburt, weil es endlich die Thronfolge stand. Wohl lauter Glück schenkt er seiner Frau Ländereien. Es war damals außerhalb der Stadt, weil die Adelaide immer davon geträumt hat, sich ein Landschloss zu bauen, wie es zu ihrer Zeit so üblich war. Man hatte Landschlösser. Und mit der Geburt des Max Emanuels hat sie sich den Traum erfüllt und ließ Schloss Nymphenburg bauen. 1663 wurde der Grundstein gelegt, Mitte 17. Jahrhundert, Zeitalter des Barock, des Absolutismus.
Da entsteht zum Beispiel zur gleichen Zeit in Frankreich Versailles. Dieser Zeit entsteht in München Nymphenburg. Perhaps you ask, why was Nymphenburg Palace built? They had a huge royal residence downtown, and there was a reason. In short, the story. A Bavarian ruler married an Italian princess. In 1652, he married Adelaide of Savoy. Adelaide, she came from Italy, from Torino to Munich. And she was very young when she was married. She was 15. And we know the first years in Munich, she was very unhappy. And so young. I guess she missed her family, her lovely Italy. And unfortunately, she didn't get a son. And the son was so important because only the son could follow on the throne. The son was born 10 years later. They married 1652. In 1662, the long-awaited son and so heir, Max Emanuel, was born. The father, he was overjoyed by the birth and presented his wife farmland. Farmland because Adelaide always dreamed about having a villa in the countryside, like it was common at her time in Italy, to have villas in the countryside. And 1 year after Max Emanuel's birth, so in 1663, the foundation stone for Nymphenburg Palace was laid. So that's mid-17th century in Europe, the age of Baroque, the age of absolutism. At the same time, in France, close nearby Paris, Versailles was built. Then the name Nymphenburg was a proposal of Adelaide's mother. We know in one of her letters she wrote her daughter to dedicate the new palace. Sie könne doch das neue Schloss den Nymphen widmen. Nymphen sind weibliche Naturgottheiten. Die Idee fand sie gut, die Adelaide, und damit war der Name Nymphenburg geboren. Und das ganze Bildprogramm im Schloss ist den Nymphen gewidmet. Ah, ao lado das irmãs da Cruz Vermelha, construída em 1965. Also Sie können sich da die Staatsappartements anschauen, übrigens mit dem Geburtszimmer vom Ludwig II. Ich sagte Ihnen ja, dass der da zur Welt kam, 25. August 1845. Dann der Park, schön, im Park sind Pavillons, die Museen sind, im Park, im früheren Palmenhaus, können Sie einen Kaffee trinken, Kleinigkeit essen. Ludwig hier, der ist aber in Landsberg, der braucht nicht in München, sondern in Landsberg. Und deshalb darf der beim Oktoberfest. And Wittelsbach family still exists today. They abdicated 1918, but they are descendants. And head of Wittelsbach family has right of residence in an apartment in the palace. Today's head is Duke Franz of Bavaria. He's a private person, but he has the title Duke, so he doesn't have influence on politics. Über der Kanal, sehen Sie jetzt hier rechts in Farbe, lang am Ende des Kanals liegt das Schloss. And on the right hand side, that's Nymphenburg Canal, at the end of the canal, that's the palace. 5 quilômetros pelo príncipe Maximiliano Manuel, por ampliação do palácio. No inverno esse canal fica congelado, que eles chegam a patinar. Da wenn die Wunschfinger kennen. You can eat this. O palácio é a morada do príncipe. So, very last bus. So in our bus we will have a stop for 10 minutes. We continue the tour 50. Also wir werden da so etwa 10 Minuten haben, wir fahren 50 weiter. Der Kartenverkauf, wenn Sie ins Museum kommen. Und der Park, dann, wenn Sie dann nur spazieren, kostet nichts. Yes, the palace is huge. The building in the middle is the oldest part of the palace with external staircase. Below the external staircase, ticket office for the museum. And I've just told you to stroll around the park.
as you can get off to take a picture if you continue on this bus, and if not, every 20 minutes. Coming up on the right, our stop, I guess to stay here, we say thank you and bye. Also jetzt kommt da von rechts unser Stop, Sie können auch aussteigen und nur ein Bild machen, wenn Sie jetzt mit weiterfahren mit diesen Bussen, ansonsten alle 20 Minuten. Peraí. Não, eu só vou. Não, não vou dizer o nome, eu só vou filmar toda a redondeza. Tá bem que eu passei protetor solar. Ale pa tovarna. Sta gledo naprej. Wir werden jetzt gleich links abbiegen, den Kanal überqueren, dann haben wir den Blick über den Kanal. Von der Kanalbrücke auch links nochmals dann zum Schloss. Und wir fahren jetzt von hier zu BMW. Der Sweet Turn ist von dem Staat Singapur gekauft. Also das höchste aus Bayerns gehört Singapur. Und übrigens, wir fahren hier ein Stück mittleren Ring lang. Alles, was innerhalb vom mittleren Ring ist, rechts, ist Zentrum, sodass dieses Haus eben jetzt gleich linke Hand, außerhalb vom mittleren. Coming up on the left, Bavaria's highest building, it's an office building, there's O2, O2 is a mobile company. It's from Und in der Mitte im Hintergrund sind 4 Zylinder von BMW. Da ist jetzt die Hauptverwaltung von BMW drin und oben drauf das Logo mit dem Propeller. Stellen Sie sich vor, hier war ein Flughafen bis 1939. In the middle, in the background, another high-storied building which looks like a 4-cylinder headquarters of BMW. On the top, the logo which shows the propeller. And imagine, here was an airport until 1939. Und jetzt kommen dann gleich rechter Hand die Hauptstadien, die von einem bemerkenswerten Zeltdach überzogen sind. Eine Stahlnetzkonstruktion mit Acrylplatten. Das Dach steht unter Denkmalschutz und es ist das Wahrzeichen fürs moderne München. Kommt gleich rechter Hand, dann gegenüber der Stadien linker Hand. Also moderne Bauten, das olympische Dorf, wo die Sportler lebten. Das sind Eigentumswohnungen heutzutage. Coming up on the right, the main stadiums, and they are covered by a remarkable tent roof, which is a steel net construction with a grilling glass. The roof has been placed under preservation order, and it's a landmark for the modern age of BMW. It's free of charge. There are new cars of BMW, cafes, restaurants. In front of the aber da vorne die Brücke, die bringt sie dann von unserem Stop rüber ins Museum. We have to turn to the left to our stop, and the bridge in front of us brings you to the museum. We have to turn to the left, and then you can see the entrance to BMW World. Wenn wir jetzt links abbiegen, da sehen Sie den Eingang in die BMW-Welt. Adesso battevo il timer e Also wir werden hier gleich weiterfahren. Wenn wir jetzt bei unserem Stop sind, bitte ich hier nur Gäste runterzukommen. Wenn Sie da bleiben, Sie können den Turm hochfahren zum Beispiel.
Kann man auf 190 Meter hochfahren, haben so einen schönen Blick übers Gelände. Also ich sag Ihnen schon, die Alpen kann man nur sehen, wenn es klar ist. Deshalb verspreche ich Ihnen das heute nicht, insofern, dass es diesig ist. Aber Olympiaturm hochfahren. Da gibt es oben auch ein drehbares Restaurant. Unten am Turm gibt es auch ein Selbstbedienungsrestaurant. Sea Life gibt es da auch. Ins Olympiastadion können Sie gehen. Und zeigen Sie hier auch Ihr Grey Line Ticket, weil Sie damit eine Ermäßigung bekommen. Und Sie haben den Shuttlebus zur Allianz Arena. Der ist aber immer nur zur vollen Stunde. Also der nächste ist 1 Uhr. Also der ist immer zur vollen Stunde, letzter 5 Uhr. Und da ist der Shuttle ist im Tourpreis inklusive, da zeigen Sie nur einfach Ihr Ticket. Yes, in a few moments, stop number 9, the Olympic grounds. If you would like to stay here, you can go to the top of the tower. There's a platform 190 meters high. Beneath the platform, there's a self-service. You can go into the Olympic Stadium, and here in the park, show your Grey Line ticket for the tower, Sea Life. You get a reduction as well with Grey Line ticket. And here starts the shuttle bus to the Allianz Arena every hour on the full hour. So the next shuttle bus 1 o'clock, very last bus 5 o'clock. And our bus we are running is back to main train station every 20 minutes, here on the full hour, on the 20, on the 40. Also hier zurück zum Hauptbahnhof haben Sie den Bus ja im 20-Minuten-Takt. Immer zur vollen Stunde, 20 und 40. Wir werden 20.